Stell dir mal vor, in nur einer Stunde 1500 neue Wörter. Ja, wirklich. Klingt erstmal total verrückt, oder? Aber das große Problem ist oft, man liest nur Listen und am nächsten Tag ist alles weg. Genau, und viele denken dann, ach, ich hab wohl kein Talent. Quatsch, das ist halt nur keine gute Methode. Es geht besser mit einfachen Tricks und klaren Schritten. Heute zeigen wir dir einen Plan, der wirklich machbar ist. Nicht perfekt, aber stark für einen schnellen Start. Und du kannst sofort loslegen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Julia. Und neben mir sitzt Tim, und wir nehmen dich heute mit in eine richtig fokussierte Lernstunde. Also, kurz ehrlich, in einer Stunde meistern wir die Wörter nicht komplett. Aber wir merken sie uns, wir erkennen sie, und wir können einfache Sätze damit bauen. Das ist das Ziel, und das ist realistisch. Der Trick ist, in Gruppen zu lernen, kleine Pakete, also Blöcke. Zum Beispiel Verben essen, Arbeit, Stadt und so weiter. So bleibt es klar im Kopf, nicht chaotisch. Mein Vorschlag für die Stunde ist ganz einfach. Erst kurz planen, dann hören und sprechen und dann lesen und schreiben. Und immer wieder kleine aktive Momente. So bleibt das Hirn wach. Und ganz wichtig, wir lernen nicht nur einzelne Wörter, sondern sogenannte Chunks. Das sind feste kleine Sätze, wie ich hätte gern, oder können Sie mir helfen? Damit kannst du sofort sprechen. Lass uns direkt mal ein Mini-Rollenspiel machen, okay? Thema Bäckerei, total alltagsnah. Ich bin der Verkäufer, du bist die Kundin. Alles klar, ich mach's kurz und freundlich. Guten Morgen, ich hätte gern 2 Brötchen, bitte. Und haben Sie auch ein Körnerbrot? Guten Morgen. Ja, klar, 2 Brötchen und ein Körnerbrot, sehr gern. Sonst noch etwas? Das macht dann 2,50 €. Perfekt, danke. Einen Moment, ich such noch mein Kleingeld. Hier, bitte schön, und einen schönen Tag. Danke dir. So, schau mal, mit nur ein paar Chunks hast du schon viel gesagt. Ich hätte gern, haben Sie? Sonst noch etwas? Das macht. Das sind super Bausteine. Und wichtig, Wörter wie das Brötchen haben ein Geschlecht, also Artikel. Viele verwechseln das, und manchmal wird's peinlich. Ich hab mal von einem Lernenden gehört, der ein falsches Wort gesagt hat, und plötzlich lachten alle, er wollte nur Brötchen, echt unangenehm. Ja, genau deshalb lernen wir im Kontext. Also in echten kleinen Szenen, in Liedern oder in kurzen Filmclips. Da hörst du Ton, Betonung und Gefühl, nicht nur das nackte Wort. Ein Tipp, der echt wirkt, ist die 50-30-20-Regel. 50% sprechen, 30% hören, 20% lesen oder schreiben. In einer Stunde heißt das, viel reden, ein gutes Stück hören und ein bisschen notieren. Und bitte nicht nur Vokabeln stopfen und denken, fertig. Ohne ein bisschen Grammatik geht's halt nicht. Ein Klassiker ist Akkusativ und Dativ. Ja, das nervt viele, aber 2 Beispiele helfen sofort. Schau, ich sehe den Mann, das ist Akkusativ, also den. Aber ich helfe dem Mann, das ist Dativ, also dem. Wenn du das grob weißt, verstehen dich Leute viel besser. Cousin Minitest, okay? Was ist nochmal ein Chunk? Und wie sagst du höflich statt, ich will Kaffee? Ein Chunk ist ein fester kleiner Satz, den ich oft so benutze, wie er ist. Und höflich sage ich hätte gern einen Kaffee, genau so klingt es nett und sicher. Top. So, wie baust du jetzt die Stunde auf? Erst 5 Minuten warm werden. Schreib 10 sehr häufige Verben auf, wie haben, machen, gehen,
kommen, brauchen. Dann 15 Minuten hören und nachsprechen mit kleinen Dialogen. Danach 10 Minuten lesen, kurze Texte mit Alltagsthemen und Markierwiederholungen. Dann 20 Minuten sprechen, mit einem Partner oder laut mit dir selbst, ja, einfach reden. Am Ende 5 Minuten kurze Wiederholung. Für die großen Zahlen, also unser Ziel 1500, brauchst du Bilder im Kopf. Mach Gruppen A100 Wörter, das sind kleine Häppchen. Und verbinde die Wörter mit Orten, das hilft echt. Ja, ein kleiner Gedächtnisraum, ganz simpel, in der Küche merkst du Essenwörter. Im Bad merkst du Körperwörter. Im Flur merkst du Verben, im Wohnzimmer merkst du Familie und Freizeit. Stell dir einen Timer auf 10 Minuten pro Block. Danach machst du eine 1 Minuten Sprechpause, 3 Sätze mit den neuen Wörtern, laut. So wird passives Wissen aktiv. Und wiederhol's schlau, erst nach ein paar Minuten, dann nach einer Stunde, dann am nächsten Tag. Das nennt man Abstandwiederholung, und ja, das ist wie Zauber, aber halt mit Plan. Karten oder eine App gehen super. Noch ein schneller Falstrick, Präpositionen. Mit nimmt fast immer Dativ, zum Beispiel mit dem Freund. Für nimmt Akkusativ, für den Freund. Lern solche kleinen Paare, das spart Ärger. Wollen wir noch ein kurzes Rollenspiel? Thema Büro, Termin machen. Ich rufe an und bin die Kundin, du bist der Kollege. Sehr gern. Guten Tag, hier ist Tim von der Firma Blau. Können wir einen Termin machen? Passt morgen um 10 Uhr? Guten Tag, hier ist Julia. Morgen um 10 Uhr passt gut. Brauchen Sie den Termin online oder im Büro? Ich schicke Ihnen die Bestätigung gleich. Super, dann online. Vielen Dank. Bis morgen um 10 Uhr. Einen schönen Tag noch. Siehst du, wieder nur ein paar Jungs. Können wir einen Termin machen? Passt morgen, ich schicke Ihnen. Mit 10 solchen Sätzen deckst du echt viele Wörter ab. Und hey, ehrlich, in einer Stunde ist es kein Perfektwissen. Aber du kennst viele Worte und kannst einfache Sätze bauen. Nach einer Woche mit kurzer Wiederholung fühlst du dich schon viel sicherer. Wähl die Wörter klug, je nach Alltag. Viele in Deutschland brauchen zum Beispiel Amtwörter wie Termin, Formular, Anmeldung, Abholung. So fühlst du dich in echten Momenten stark, nicht nur im Heft. Ich habe auch eine kurze Lehrergeschichte gehört. Ein Junge mit wenig Deutsch hatte eine Matheaufgabe mit Äpfeln und Orangen. Er kannte die Wörter nicht gut und war frustriert, aber als die Lehrerin die Wörter im echten Bild gezeigt hat, zack, es ging. Kontext hilft wirklich. Also, such dir 3 Mini-Welten für heute, Bäckerei, Amt und Arbeit. Pro Welt nimmst du etwa 50 Wörter und 5 Jungs. Dann durchläufst du die Welten zweimal, kurz und aktiv. Mach dir dabei kleine Ziele. In 10 Minuten baue ich 5 Sätze. Und sag sie laut, ja, auch wenn's komisch ist. Laut sprechen macht den Mund fit und das Hirn wach. Jetzt eine Frage an dich, wie viele Wörter schaffst du in einer Stunde, realistisch? Und verrat uns deinen Lieblingssong oder Film, mit dem du gut Wörter im Kontext lernst. Schreib's gern in die Kommentare. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann, gib uns doch ein Like. Und abonnier den Kanal, damit du die nächste Übung nicht verpasst. Wir haben noch mehr Simple-Pläne für schnelle Fortschritte. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Mach heute einfach die erste Stunde, ganz entspannt. Und dann morgen nochmal kurz wiederholen, so wirst du sicher, Schritt für Schritt. Bis zum nächsten Mal.